würden. So what Ayurveda tries to help in this way. So it says a lot of modules for treatments, which includes diet, lifestyle, treatments, detox, yoga, meditation. But for the seminar today, we will highlight basically on one kind of treatment, which is Shirodhara. Yeah? Und nun hat der Ayurveda natürlich für diese Problematiken sehr ganzheitliche und vielfältige Therapieansätze, Ernährung, Verhalten, Yoga und so weiter und so fort, Reinigungstherapien. Aber wir wollen uns ja in diesem Workshop auf Shirodhara konzentrieren. Yeah. Now Shirodhara is told by Vagbhata. I mean, he's one of the Charaka, Sushruta, and Vagbhata. He told a special kind of treatment for the head called as Murdhani Tela Chikitsa. Yeah, there are 4 treatment basically. Shirobhyanga is the massage for the head. Yeah. Shirodhara, we will talk about that in detail. Shiropicho is application of oil to the forehead with this one, and Shirobasti is the cap treatment. I mean, with the cap and the oil in the head. Yeah. So we will speak in detail about the Shirodhara as a procedure. Der klassische Text Ashtanga Hridayam, der vom klassischen Autor Vagbhata verfasst wurde, beschreibt 4 Arten der Kopfbehandlung mit Öl. Shirodhara ist die eine Art davon. Dann gibt es die Variante Shirobasti, habt ihr schon mal gesehen, diesen Hut, der mit Öl gefüllt wird. Die Variante Pichu, wo eine ölgetränkte Kompresse auf den Vorderkopf eingebracht wird und dort für eine Zeit lang behalten wird. Und die Kopfölung, Kopfmassage, das ist die 4. Art. Auf dem Kopf, hier oben direkt so. Also nicht hier hinten, sondern oben drauf. Oben drauf. Now actually what happens is, I mean, a Shirodhara picture is very common. Yeah, you talk about Ayurveda, that's the common picture you find. Yeah, but there's a big difference between a commercialized Shirodhara and a spa industry Shirodhara than a therapeutic Shirodhara. Yeah, you have to understand that difference, which is very important right now here. Nun ist natürlich Shirodhara etwas, was viele Menschen als Synonym für Ayurveda auffassen, obwohl es das nicht ist. Und immer wenn es einen Artikel über Ayurveda gibt in einem Magazin, seht ihr das. Every woman is lying down, with a stream of oil. Good makeup, yeah. Aber Vinayak betont, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem, nennen wir es mal Wellness-Shirodhara und einem wirklich therapeutisch ansetzenden Shirodhara. Und diesen Unterschied zu verstehen ist wichtig. Yeah, basically Shirodhara comes from 2 words, Shiro and Dhara. Shiro refers to the head and Dhara is the flow of the oil in the forehead for a certain duration of time. Yeah? Was den Begriff Shirodhara angeht, Shiro heißt Kopf und Dhara heißt Strahl oder Fluss von Öl, Strahl, Guss auch. Now what I've seen also in the European, since I'm here since 2009, what commonly is used is for Shirodhara is sesame oil. Yeah, everywhere most probably sesame oil is the common medium is used. There is of course technical problem of not getting so much oil from India, so there is availability is less. Yeah, but what happens is there is also so many other mediums which you can use for Shirodhara, which is not practiced very commonly here. Right? You have oils, you have milk you can use, you can use buttermilk, but this is not the plain buttermilk. Yeah, it is processed buttermilk. You can use kashayams, different kinds of decoctions, even you can use coconut water, which is not available here anyway. So there are different mediums for Shirodhara, not just oil. Yeah? Meistens wird Shirodhara hier ja mit Ölen durchgeführt, vor allen Dingen mit Sesamöl. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es auch andere Substanzen gibt, die für Shirodhara verwendet werden. Zum Beispiel Milch oder Buttermilch, wobei es nicht wirklich reine Buttermilch ist, es ist eine zubereitete Buttermilch. Verschiedene Pflanzendekokte werden verwendet oder auch Kokosnusswasser. See, for example, what happens is sesame oil is good for example, a Vata person. Yeah, it's hot in potency, it is Katurasa. Yeah, but what happens is for a Pitta person may not be the right choice. You have to use something cooling for Pitta, maybe coconut oil, something like that. Yeah, for Kapha like olive oil. So when you don't have therapeutic oils, but it's best if you want to get the best effect of a Shirodhara, you have to use therapeutic oils. Yeah, because also the contents in the oil, they help in certain functions in the brain. Yeah. Und was Sesamöl angeht, ist natürlich toll für einen Vata-Menschen oder für eine Vata-Problematik geeignet, weil es erhitzend wirkt und auch scharf ist. Aber für einen Pitta-Menschen ist es daher nicht so geeignet. Deswegen müssen wir auch andere Substanzen zur Verfügung haben, die andere Wirkungen entfalten. Bei Pitta würden wir dann eher was Kühlendes verwenden, wie zum Beispiel Kokosnussöl. Olivenöl wäre auch möglich. So what happens is, what do you need for Shirodhara? Yeah. So first thing is, we need a patient. So Gabi is here, so no problem. Yeah. And then minimum 2 therapists. Yeah. I've seen that people also practice it with
because a lot of people are practicing alone. Yeah, they do the Shirodhara alone. But what happens is, they put it here and then they go and try to change it. Yeah, which kind of stress. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, so minimum two. Yeah, in India normally sometimes they use three because one person is doing it, one person is changing it, one person is taking care of the temperature because we are too many people. Yeah, so but Okay, wie führen wir ihn nun durch? Ideal, also wir brauchen natürlich einen Patienten. Wir haben Gabi, unsere Patientin für heute. Und dann ist es eigentlich ideal, wenn 2 Therapeuten arbeiten. Manche machen es auch alleine, aber das ist an sich schon wieder ein Stressfaktor, weil man muss ja hier oben kontrollieren, den Strahl und dann wieder nachfüllen und so weiter und gucken, dass das Öl nicht überkocht, welches warm gehalten wird und so weiter. In Indien wird es manchmal auch mit 3 Therapeuten gemacht. Er sagt, weil es so viele Inder gibt, können auch mehr Therapeuten eingesetzt werden. Aber also 2 wäre ideal. So we'll talk everything about detail. So now what happens is classically you need a table for Shirodhara. Yeah? Classical table is called as a droni. It is made from a single wood. Yeah, it is. You see the people are carving it, and it's a very heavy table. Yeah, but there are technical difficulties of making that in Europe. Yeah, so we use something like this, which is also perfectly fine. Yeah, but the only problem is in this. The advantage is the flow of the oil is quite accurate. So you don't have to always drain it up and everything. This, like, especially for oil dharas, you always have to take the oil out from the table. Yeah, in this table the advantage is the flow is in such a way that if you put it up it goes down, if you put it this side it goes this side. Yeah, so also what happens is the therapeutic effect of the wood is also important, because normally, like for example, we use neem wood, yeah, as a Dr. Indica. This itself has some therapeutic effect, yeah, which is lacking in a table like this. Dann brauchen wir einen Shirodhara-Tisch, der heißt klassisch Droni und ist meistens oder häufig zum Beispiel, ich fange mal mit dem letzten an, was er gesagt hat, aus einem speziellen Holz hergestellt, zum Beispiel aus Niemholz. Also auch das Holz, wo der Patient drauf liegt, kann auch eine bestimmte zusätzliche therapeutische Wirkung haben. Der Nachteil an diesem Tisch ist natürlich, dass er sehr schwer ist. Insofern können wir so einen auf jeden Fall super verwenden, also so eine deutsche oder europäische Liege. Aber der Vorteil von so einem indischen Holztisch ist, dass er so akkurat gearbeitet ist, dass das Öl perfekt so läuft, wie man es haben möchte. But this table is also all right. Yeah, it's no Aber problem. Es ist total It's okay. Yeah. So zu arbeiten. Bezug zu haben. Where can we get a droni? You can get it. I mean, you can make it here if you know the right people to make it, because you need some skill to do that. Yeah, but to get it from India, it also doesn't make sense, because what happens is the wood in India may not suit the climate here. So I've seen that so many people got the wood from India, and because of the cold, it cracks open. So if you have good wood which sustains, and you have really good wood, I mean, yeah, so you need somebody to actually make it in that way. Weiß es nicht genau, und den aus Indien hierher zu liefern zu lassen, ist auch nicht so optimal, weil möglicherweise das Holz hier für das Klima nicht so gut geeignet ist. Am besten wäre es dann, wenn du jemanden hier kennen würdest, einen tollen Schreiner, der ihn hier selber herstellt. So the next thing you need is a stand. Dann brauchen wir den Ständer. So even if you don't have, it's all right, because sometimes you can also use the roof. Yeah, you can use a thread down there. You can also use a infusion stand. Yeah, if you don't have anything. Yeah, so wenn ihr keinen Ständer habt, ihr könnt natürlich auch den Topf an der Decke befestigen oder einen modernen Infusionsständer benutzen aus dem Krankenhaus. Yeah. But still, I mean, it looks good. Yeah, if aber you das have sieht besser ayurvedischer aus als ein Infusionsständer. Another thing is you need a vessel. Yeah, you need a Shirodhara pot. Now, classically, we used to use mud pots. Yeah, they were authentic pots, but nowadays you also have with different metals, with copper and stainless steel. Yeah, so we have something here. Man braucht hier einen Topf. Klassisch gesehen wird ein Tongefäß verwendet, aber mittlerweile gibt es viele andere Arten, auch aus unterschiedlichen Metallen, wie ihr dort hinten seht, aus Stahl oder aus Kupfer. Ah, ja. So you also have Beispiele mitgebracht. Yeah, this is, I think, very commonly used here. This kind of pots. Das wird zum Beispiel hier sehr gebräuchlich, lass es mal rumgehen, verwendet. Yeah, this is more ceramic, but actually the design is better because Keramik. It's better to have a bigger circumference, yeah, because it's easy to pour the. This is too small, yeah. Sometimes you can spill the oil on the patient. Das hier ist okay, aber noch besser wäre es, wenn die Öffnung oben etwas größer wäre. Dann könnte man leichter und sicherer das Öl dort einführen. Yeah. Now, since then,
there's a lot of innovation. Yeah, people have tried to make it simpler and easier. Yeah, so I'll show you some funny pictures. Yeah, you see Aber this. mittlerweile gibt es viele neue Entwicklungen, wie Shirodhara durchführt. Manche sind auch lustig. Er zeigt euch mal ein paar Bilder. You know what Zum it is? Beispiel dieser Ständer hier. It is a basin where you wash your hands. Yeah, Das ist so ein this is Waschbecken. technically Ein Waschbecken als Shirodhara-Topf. it's more of a Chinese torture. Yeah. Sieht eher aus wie so eine Foltermethode, ne? Okay, next one. See, I mean, this is actually also, I don't know, it's more common also in Europe. I don't know, I've heard about this, that people use a do it with the hand. Hand Shirodhara, Dara we is call very- it, ja, ja. Yeah. But this is Aber- not a- Also das hier wäre diese Variante, die ja manchmal auch in Europa durchgeführt wird, so als Handvariante, Hand-Shirodhara, wo direkt aus einer Glaskanne oder wie auch immer das Öl gegossen wird. Yeah, I mean, you Ja, have to put, and I don't know das who's ist gonna natürlich help. kein richtiger Shirodhara. Das Ja. manchmal machen wir es in unseren Ausbildungen, um eine Massage einzuleiten. Oder This is also easy. danach. Yeah. You just put the pot there and it's flowing all the time. Yeah, so there is no movement of the oil. Yeah, so it is always in the center. And actually, I don't know if most of you must have done Shirodhara. Yeah, must have experienced. If it is hitting too long here, it makes you mad actually. Ja, Yeah. ja. Hier seht ihr eine andere Methode mit einem Ständer, wo dann der Ölstrahl sich nicht bewegt von links nach rechts, sondern die ganze Zeit auf einem Punkt. Das ist nicht so gut. Vielleicht habt ihr alle schon mal einen Shirodhara bekommen? Viele. Also normalerweise bewegt sich der Ölstrahl ja sanft von links nach rechts über die Stirn. Wenn er die ganze Zeit auf einen Punkt läuft, der Ölstrahl, werdet ihr wahnsinnig. Verrückt. Yeah, and this is something based on that. This is a machine. Yeah. So what happens is you lay down, it comes down, it goes back, comes down, goes back. So easy. Yeah. Selbst-Shirodhara. Self Shirodhara. So Das ist hier quasi eine Art Selbst-Shirodhara, ne? Wenn man sich nach hinten lehnt, kommt das Öl raus. Wenn man sich ein bisschen nach vorne, dann nicht mehr. So also in India we thought we should also do something, so we made a big machine. Yeah, so it's a automatic Shirodhara machine. So everything is, but again same torture problem. Yeah, it goes straight in the head. But then they thought, okay, maybe we have to move it. So they made a new one which is actually also automatic, which goes from ting ting ting. So it makes a noise and but anyway, yeah. Haben die Inder sich gedacht, sie müssen auch was entwerfen und haben diese riesigen Maschinen hier entwickelt. Links dieser riesige Klotz, der Nachteil wiederum, dass keine Bewegung des Ölstrahls stattfindet. Und dann rechts die weiterentwickelte Variante, wo der Topf oben bewegt wird, von links nach rechts. But actually for Ayurveda you need human touches. If you miss this, the science is gone actually. Yeah. So. Aber im Ayurveda ist die Berührung wichtig durch den Menschen. So we need a wick, yeah. So we use something like a bomb. Dann brauchen wir so einen Baumwolldocht oder Faden, sowas zum Beispiel. Yeah. So I mean, we made it very thin here, yeah, because what happens is the hole was very thin, yeah. So normally, if it is thick, the flow is slower, yeah. If it is very thin, it goes very fast. Der wird also so eingebracht hier, dass er unten aus der Öffnung herausschaut. Der ist hier oben an den Seilen festgeknotet. Haben wir den dann da durch. Wenn der Docht sehr dünn ist, if it is thin, then very fast. Very fast Wenn it der goes. Docht sehr dünn ist, dann strömt das Öl sehr schnell. Je dicker er ist, umso langsamer strömt das Öl. Yeah, in India we use a shell of coconut inside, and with the rope actually. So this is very classical. In Indien klassisch wird im Innern des Topfes eine Kokosnussschale verwendet, in der dann ein Loch ist und in der dann dieser Docht eingebracht wird. Okay. Can you explain it more how it works with the coconut? See, basically we have something inside. Du hast eine halbe Kokosnussschale. Okay, I take it out because Du hast eine halbe. You see, something is inside here actually to regulate the flow of the oil. Guck mal, das, was hier drin ist, das soll den Ölfluss regulieren, zusammen mit diesen Dochten hier. Ja? Yeah. So what happens is, instead of using this, we use classically the coconut one. Statt dieses Tonteils, was da unten drin ist, wird eine Kokosnusshälfte oder diese Kuppe von der Kokosnuss verwendet, wo dann ein Loch reingemacht wird, ja, und dann der Docht durchgezogen wird in dem Topf. What actually happens is when you're refilling the pot, when the therapist is refilling the pot, the pressure is not altered on the patient when you have something. So that is the main idea of using it.
Yeah. Der Dr. Narayan fügt noch hinzu, der Hauptgrund, dass also so ein Schälchen dort drin ist, dass der Druck des Öls, wenn man das Öl nachfüllt, während der Patient liegt, die ganze Zeit konstant gehalten wird. Yeah, because also a lot of places they use this tap system, so there is no thread, so there is a tap which you can open and close actually, but somehow you need some kind of flow of the oil before it comes into the head, so this works Es gibt better. auch die Möglichkeit oder die Methode, dass hier quasi so eine Art Hahn ist, so eine Düse, die man dann öffnen kann. Aber wie gesagt, durch diese traditionelle Methode mit dem Docht, es ist wichtig, dass das Öl zuerst etwas strömt über eine Struktur, bevor es auf die Stirn auftrifft. Und das ist perfekt so gewährleistet. Yeah. Now the first thing is preparation of your room. Yeah. So you don't need a very fancy room. Yeah. You don't need too much luxury. Basically, few things. It should be looking nice. Yeah. Not too bright, not too loud. Yeah. It should be quieter. If you can make that, that is enough actually. Now, of course, if it smells good and ambience is fine, but luxury is not a requirement for doing a Shirodhara. Dann brauchen wir einen Therapieraum. Der muss jetzt nicht besonders luxuriös ausgestattet sein. Er sollte halt von der Temperatur her gut regulierbar sein, bequem auch und nicht zu hell, nicht zu laut. Und natürlich ist es schön, wenn es da gut riecht und schön aussieht, aber ansonsten muss es ja ziemlich besonders eingerichtet sein. You may say pictures of Shirodhara on the beach, Shirodhara on the garden. Not a good idea. Yeah. So it's just good for the pictures. Dann seht ihr hier oft auch Bilder, wo Shirodhara am Strand oder im Garten durchgeführt wird. Das ist toll für eine Präsentation, aber nicht so toll als Therapiemethode. Okay, so now the rest of the part we will do it, and also I'll explain to you how we do it. Yeah. Okay, dann beginnen wir jetzt mit dem praktischen Teil und werden euch mal zeigen, wie das durchgeführt wird und das alles erklären. Kabi, probably you can sit here. Yeah, keep your towel on. It's okay. I'll tell you when. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ Shirodhara? Yeah, just warm is enough. Yeah, it's not too hot. Which are the contraindications? Yeah, we'll speak about it. Yeah, we'll come about the indications and also some. Kommen wir noch hin zu den Indikationen und Kontraindikationen. Right. Now, classically, there are a lot of things to be done before it, but we don't have the time to do that. Yeah. So basically, did you eat something in the morning? Hast du was gegessen? Yeah. So at least 2 hours gap before doing this. But it's okay. Yeah? Also klassisch gesehen werden halt doch schon noch einige Vorbereitungsprozeduren beschrieben, die wir jetzt natürlich nicht machen. Normalerweise wäre es gut, wenn 2 Stunden vorher nichts gegessen wurde. Gabi, probably you can sit that way around. Yeah, it's better. Also, other thing is that normally we'll check the blood pressure and things like that before we begin this, but it's okay. I mean, she's quite healthy, yeah. Normalerweise würde er auch den Blutdruck checken, zum Beispiel. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du gesund bist, Gabi. Yeah. Okay, and also, I mean, we'll do some puja or some prayer. We'll light the lamp and pray to the God a little bit. Do some kind of little bit of religious thing, which also helps the ambience, yeah. Es wird zum Beispiel eine kleine Puja durchgeführt, einige Gebete werden gesprochen, eine Lampe wird